Der Fluch des vergessenen Tempels. Jonas und Sophie sind beste Freunde. Sie lieben Abenteuer. Eines Tages findet Jonas eine alte Postkarte in seinem Briefkasten. Sie ist alt und vergilbt. Es gibt keinen Absender. Auf der Karte steht nur eine Koordinate und eine Nachricht. Wer das Licht sucht, muss die Schatten durchqueren. Das klingt spannend, sagt Sophie aufgeregt. Jonas nickt. Lass uns dorthin gehen. Am nächsten Tag nehmen sie ihre Rucksäcke und folgen den Koordinaten. Der Weg führt tief in den Wald. Es wird dunkler. Die Bäume sind hoch und alt. Vögel zwitschern nicht mehr, und ein kalter Wind streicht durch die Blätter. Nach einer Stunde sehen sie eine Höhle. Der Eingang ist mit seltsamen Zeichen bemalt. Fledermäuse fliegen heraus und verschwinden in der Dunkelheit. Was bedeuten diese Zeichen? Fragt Sophie. Vielleicht eine Warnung, sagt Jonas. Trotzdem treten sie näher. Jonas berührt vorsichtig die Wand. Plötzlich beginnt die Erde zu beben. Ein geheimer Durchgang öffnet sich. Sophie schreit leise. Jonas schaut sie an. Gehen wir rein. Sophie atmet tief ein. Ja, aber vorsichtig. Sie betreten die Höhle. Es ist dunkel und kalt. Die Luft riecht alt und feucht. Überall hängen Fackeln an den Wänden, als wären sie erst vor kurzem entzündet worden. Plötzlich hören sie eine Stimme. Ihr habt den Weg gefunden. Doch seid ihr würdig. Jonas und Sophie erschrecken. Eine dunkle Gestalt tritt aus dem Schatten. Sie trägt einen langen Mantel. In der Hand hält sie eine alte Schriftrolle. Nur wer das Rätsel löst, darf weitergehen, sagt die Gestalt langsam. Sophie und Jonas schauen sich an. Die Gestalt öffnet die Schriftrolle. Darauf steht: Ich bin alt wie die Zeit. Ich sehe aus wie der Himmel. Ich verschwinde bei Nacht und kehre bei Tag zurück. Was bin ich? Sophie überlegt. Dann ruft sie: Die Sonne. Die Gestalt nickt. Ihr habt die erste Prüfung bestanden. Doch die wahre Herausforderung wartet noch. Hinter ihr öffnet sich ein neuer Gang. Jonas und Sophie gehen weiter. Der Gang führt zu einem großen Tempel. Die Mauern sind alt und mit Bildern bedeckt. Manche zeigen Kämpfe, andere Menschen, die in der Dunkelheit verschwinden. Es gibt Inschriften, die in einer unbekannten Sprache geschrieben sind. In der Mitte steht ein goldener Altar. Darauf liegt eine leuchtende Kugel. Das ist das Herz des Tempels, flüstert Jonas. Er streckt die Hand aus, um die Kugel zu berühren. Doch in diesem Moment ertönt ein lautes Grollen. Der Boden bebt. Eine unsichtbare Kraft schleudert Jonas zurück. Er fällt auf den Boden. Sophie kniet sich neben ihn. Geht es dir gut? Jonas nickt, aber seine Hände zittern. Was war das? Die Gestalt tritt wieder vor. Nur wer das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten versteht, darf die Kugel nehmen. Sophie schaut genau hin. Am Altar ist ein versteckter Mechanismus. Sie dreht vorsichtig einen Stein an der Seite. Plötzlich beginnt die Kugel zu schweben. Das Beben hört auf. In den Wänden öffnen sich kleine Öffnungen und eine warme, goldene Beleuchtung erfüllt den Raum. Es fühlt sich magisch an. Ihr habt es verstanden, sagt die Gestalt. Das Licht existiert nicht ohne die Dunkelheit. Ihr seid würdig. Sophie nimmt die Kugel in die Hand. Sie spürt eine warme Energie. In ihrem Kopf erscheinen Bilder, alte Städte, geheime Orte, verlorene Schätze. Sie sieht eine Karte mit weiteren versteckten Tempeln und Rätseln. Dann wird alles still. Plötzlich stehen Jonas und Sophie wieder im Wald. Der Tempel ist verschwunden, als wäre er nie da gewesen. Doch Sophie hält immer noch die Kugel in der Hand. Sie sieht Jonas an. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Jonas nickt. Wir müssen die Karte genau anschauen. Vielleicht gibt es noch mehr Orte wie diesen. Sophie atmet tief durch. Dann beginnt unser nächstes Abenteuer schon bald. Die beiden gehen langsam zurück nach Hause, doch ihre Gedanken sind schon bei der nächsten Reise. Was werden sie als nächstes entdecken?